Hallo! Heute sprechen wir über einige berühmte Museen in Deutschland. Wenn du Deutschland besuchst, ist es eine gute Idee, diese Museen zu sehen. Deutschland hat viele interessante Museen. In diesen Museen kann man Geschichte, Kunst, Wissenschaft und Technik entdecken. Manche Museen zeigen alte Schätze aus Ägypten oder Griechenland, andere zeigen moderne Autos oder berühmte Kunstwerke. Es gibt auch Museen mit interaktiven Ausstellungen und spannenden Modellen. Heute stellen wir einige dieser Museen vor. Viel Spaß beim Entdecken! Das Pergamon-Museum ist eines der bekanntesten Museen Deutschlands. Es liegt auf der Museumsinsel in Berlin. Hier kannst du alte Bauwerke und Kunst aus Griechenland, Rom und dem Nahen Osten sehen. Besonders beeindruckend sind der Pergamonaltar, ein großer Altar aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, das Ischtar-Tor, ein blaues Tor aus Babylon, und das Markttor von Milet, ein altes römisches Tor. Das Deutsche Museum in München ist das größte Technik- und Wissenschaftsmuseum der Welt. Es hat viele interaktive Ausstellungen zu Themen wie Luftfahrt, Robotik, Energie und Astronomie. Besucher können alte Flugzeuge und Raumfahrttechnik bestaunen, erneuerbare Energie und Roboter entdecken und eine Bergbauausstellung mit Tunneln erkunden. Das Neue Museum in Berlin ist bekannt für die Büste der Königin Nofretete. Es zeigt viele Gegenstände aus der Vorgeschichte, Ägypten und der frühen Geschichte. Zu den Highlights gehören die Büste der Nofretete aus dem Jahr 1345 v. Chr., Werkzeuge und Goldhüte aus der Vorzeit sowie alte ägyptische Papyri. Das Städel-Museum in Frankfurt zeigt 700 Jahre europäische Kunst. Hier kannst du Meisterwerke von der Gotik bis zur modernen Kunst sehen. Besonders berühmt sind die Werke von Botticelli, Vermeer und Rembrandt sowie moderne Kunst von Picasso und Francis Bacon. Zudem gibt es digitale Sammlungen und Workshops. Das BMW-Museum in München zeigt die Geschichte und Zukunft der Autos. Hier kannst du alte und neue BMW-Fahrzeuge sehen. Es gibt eine große Sammlung von alten BMW-Autos und Motorrädern, spannende Einblicke in die Entwicklung der Autotechnik und Ausstellungen zur nachhaltigen Mobilität der Zukunft. Das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart zeigt die Geschichte des Autos. Es gibt über 160 Fahrzeuge und viele interaktive Ausstellungen. Besucher können das erste Auto der Welt, das Benz Patentmotorwagen, bewundern, berühmte Modelle wie den Gullwing und Formel-1 Autos bestaunen und die Legend Rooms über die Entwicklung des Autos erkunden. Das Miniatur-Wunderland in Hamburg ist die größte Modelleisenbahn der Welt. Hier gibt es kleine Nachbildungen von Ländern und Städten. Besonders beeindruckend sind die Mini-Versionen von Deutschland, Skandinavien und den USA, ein Tag- und Nachtwechsel für mehr Realismus sowie neue Mini-Welten wie Venedig. Die Topographie des Terrors ist ein Museum über die dunkle Geschichte Deutschlands. Es zeigt Fotos und Dokumente über die NS-Zeit. Besucher können eine Ausstellung über Nazi-Verbrechen sehen, Teile der Berliner Mauer besichtigen und das Archiv sowie das Forschungszentrum nutzen. Der Zwinger in Dresden ist ein schönes Barockgebäude. Hier gibt es eine Kunstgalerie und eine große Porzellansammlung. Zu den Highlights gehören Gemälde von Raphael, Vermeer und Tizian, die königliche Porzellansammlung sowie die prachtvollen Gärten und Brunnen. Das Jüdische Museum in Berlin zeigt die Geschichte der Juden in Deutschland. Es hat moderne Architektur und viele interessante Ausstellungen. Besonders beeindruckend sind der Holocaustturm und der Garten des Exils, Artefakte und Multimedia-Ausstellungen sowie Wechselausstellungen über jüdisches Leben. Das Bauhausmuseum zeigt die Geschichte der Bauhausbewegung. Hier kannst du alles über modernes Design und Architektur lernen. Besucher können Bauhausmöbel wie den Wassily-Stuhl entdecken, Architekturmodelle bestaunen und interaktive Ausstellungen über Bauhausideen erleben. Das Grüne Gewölbe in Dresden ist eine der prächtigsten Schatzkammern Europas. Es befindet sich im Dresdner Residenzschloss und zeigt beeindruckende Kunstwerke aus der Barock- und Rokokozeit. Besucher können den berühmten Dresdner grünen Diamanten,
Goldschmiedearbeiten aus Gold, Elfenbein und Silber sowie das kunstvolle Miniaturmodell, Thron des Großmoguls Aurangzeb, aus Gold und Edelsteinen bestaunen. Das Haus der Kunst in München ist ein modernes Kunstmuseum mit wechselnden Ausstellungen. Das Gebäude hat eine kontroverse Geschichte, da es in der NS-Zeit erbaut wurde. Heute werden hier moderne und zeitgenössische Kunstwerke ausgestellt. Besucher können wechselnde Ausstellungen internationaler Künstler sehen, multimediale Kunstwerke mit Film, Klang und Installationen erleben sowie historische Kontexte der Kunst untersuchen. Das LVR-Freilichtmuseum in Kommern zeigt das ländliche Leben in Deutschland in vergangenen Zeiten. Es gibt über 75 historische Gebäude, darunter Bauernhäuser, Scheunen und Mühlen. Besucher können Handwerker bei traditionellen Berufen wie Schmieden oder Weben beobachten und an saisonalen Festen teilnehmen, die alte Bräuche und Traditionen feiern. Das Neuschwanstein-Schlossmuseum in Bayern ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands. Es wurde von König Ludwig II. Erbaut und zeigt seine Leidenschaft für Kunst und Mythologie. Besucher können prächtige Räume mit romantischen Malereien sehen, Kunstwerke aus dem 19. Jahrhundert entdecken und den atemberaubenden Blick auf die Alpen genießen. Das Deutsche Historische Museum in Berlin zeigt die Geschichte Deutschlands von der Antike bis zur Gegenwart. Es gibt eine große Sammlung von historischen Artefakten wie Rüstungen, Manuskripten und Werkzeugen. Besucher können Ausstellungen über die Reformation, die Aufklärung, den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Wiedervereinigung erkunden. Welches Museum möchtest du besuchen? Ein Tag im Museum. Lisa und Tom sind in Berlin. Sie wollen heute das Deutsche Museum besuchen. Am Morgen frühstücken sie und nehmen dann die U-Bahn. Die Fahrt dauert 20 Minuten. Vor dem Museum kaufen sie Tickets. Lisa sagt, ich freue mich auf die Ausstellung, Tom nickt und sagt, ja, besonders auf die alten Flugzeuge. Im Museum sehen sie viele spannende Dinge. Es gibt ein großes Schiff, alte Autos und sogar eine echte Rakete. Lisa macht viele Fotos. Tom liest die Schilder und lernt viel über Technik und Geschichte. Nach 2 Stunden haben sie Hunger. Sie gehen ins Museumscafé und essen ein Sandwich und einen Kuchen. Danach schauen sie sich noch die Roboterausstellung an. Ein Roboter sagt Hallo zu ihnen. Lisa lacht, der Roboter ist lustig. Am Abend gehen sie zurück ins Hotel. Lisa sagt, das Museum war toll, Tom antwortet, ja, wir müssen morgen ein anderes Museum besuchen.